Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem hübschen Tischdeckchen. Individuell anpassbar auf verschiedene Größen und ich hoffe, die Anleitung gefällt euch. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr unter dem Video in der Infobox. Ich werde hoffentlich dran denken, euch das Ganze auch in den Kommentaren zu verlinken. Wenn nicht, einfach Bescheid geben und fragen, ist auch kein Problem. Und ansonsten teilen, liken, weiterempfehlen. Über jedes Däumchen nach oben freue ich mich natürlich wie immer sehr. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich werde mein Tischdeckchen mit einer 4er Nadel und einem vierfädigen Bobbel häkeln. 2 Farben, einmal in Quarz und einmal in Lachs. Das gibt einen schönen Kontrast. Und ich habe die Runden so leicht wie nur möglich gehalten. Es sind im Grunde nur 2 verschiedene Musterungen, die vom Zählgang her auch recht einfach sind. Ihr müsst einfach nur aufpassen, dass der Anfang richtig ist und die Zunahmestellen gleich bleiben. Und dann steht dem Ganzen nichts im Wege. Da müsst ihr nicht einmal die komplette Runde permanent mitzählen. Ihr habt nun 2 Möglichkeiten. Ich beginne hier gleich mit dem Magic Ring, mit dem Fadenring. Ihr könnt aber auch 5 Luftmaschen anschlagen, das Ganze zu einer Runde schließen und dann drumherum häkeln. Dann allerdings habt ihr in der Mitte ein kleines Loch. Manche finden das ja ganz schön. Ich persönlich finde es jetzt bei diesem Tischdeckchen nicht so schön. Da ziehe ich lieber alles gerne ganz zu. Das kann aber auch hier jeder für sich entscheiden. So, und dann würde ich sagen, legen wir los. Also 5 Luftmaschen, das Ganze zur Runde schließen oder aber mit mir den Magic Ring und der geht wie folgt. Wir legen den Faden von innen nach außen zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, zweimal von außen um den Daumen herum und halten den Endfaden mit Ring und kleinem Finger fest. Also von innen zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen zweimal um den Daumen und den Endfaden mit Ring und kleinem Finger festhalten. So, dann können wir mit der Nadel von oben durch die Schlaufe am Daumen gehen und uns den Spannfaden, den wir nun hier haben, durchholen und die erste Masche abhäkeln. Wer möchte, kann den Daumen jetzt schon aus der Schlinge ziehen oder direkt für die Höhe eines Stäbchens noch die 3 insgesamt häkeln und dann den Daumen aus der Schlinge ziehen. Weiter gehäkelt wird nun um beide Fäden herum, damit wir den Kreis dann nachher zuziehen können. Insgesamt benötigen wir 10 Stäbchen. 1 haben wir schon bereits, also kommen jetzt noch 9 und die werden alle um den Doppelfaden herum gehäkelt. Nachdem wir dann unsere 10 Stäbchen haben, können wir am kleinen Faden das Ganze einmal zuziehen und die Runde mit einer Kettmasche schließen, und zwar in der zweiten Masche von unten angezählt, und haben dann somit einen schönen geraden Abschluss. Würden wir von unten angezählt in der dritten einstechen, würde sich hier mit der Zeit ein kleiner Hubbel bilden. Dies ist Runde 0, die zählt nicht als Runde 1. Und dann kommen wir nun zur nächsten Runde. Kommen wir nun zu Runde 1. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und wenden, machen einen Umschlag und stechen genau am Fuß, wo die Steigeluftmaschen rauskommen, ein. Das ist ein bisschen schwieriger. Und häkeln dort noch ein zusätzliches Stäbchen hinein. Danach kommt jetzt in jede Masche 2 Stäbchen. Also hier ganz leicht zu merken. Erste Runde in jede Masche 2 Stäbchen.
Und wenn ihr einmal rum seid, darauf achten, diese zieht sich zur Seite weg. Die Masche ist schon bereits belegt, also sind wir komplett rum und schließen dann auch hier wieder in der zweiten Masche von unten angezählt mit einer Kettmasche die Runde. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Runde 2. Für Runde 2 wechsle ich die Farbe. Dazu ziehe ich die neue durch die alte Farbe zu, lasse mir so ein bisschen Faden über, ziehe die Schlaufe etwas kleiner, halte das Ganze mit dem Daumen fest, damit das sich nicht wieder hochzieht und häkle meine 3 Luftmaschen. Nun wende ich die Runde, nehme mir die Fäden von hinten vor die Masche, mache einen Umschlag und wir beginnen Runde 2 damit, direkt wieder am Fuß der Steigeluftmaschen einzustechen, also in die gleiche Masche, wo diese rauskommen, und umhäkel von hinten die beiden Fäden einmal mit und häkel dann ein Stäbchen ab. So sollte es dann aussehen. Und dann können wir die Fäden fallen lassen. Und ab hier heißt es jetzt immer eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die danach 2 Stäbchen hineinhäkeln. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die danach wieder 2 Stäbchen hineinhäkeln. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die danach 2 Stäbchen. Auch hier leicht zu merken, Reihe 0, Reihe 1, Reihe 2. In Reihe 2 wird jede zweite Masche verdoppelt. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die nächste 2 Stäbchen. Und so nun einmal rum. Und am Ende der Runde müsstet ihr so auskommen, dass ihr noch eine übrig habt. Dann machen wir eine Luftmasche. Diese Masche ist ja besetzt von dem Anfangsstäbchen. Und wir beenden die Runde wieder in der zweiten Masche, von unten angezählt mit einer Kettmasche. Dann können wir die alte Farbe hier auch eben abschneiden. Und haben Runde 1 und 2 soweit fertig. So, und was die Fäden anbelangt, die können wir dann auf gleicher Höhe einmal abschneiden. Einmal schnell einfädeln. Das geht mit einer schönen dicken Wollnadel ganz fix. Und gehe ungefähr eine halbe Maschenbreite nochmal durch die Seite hindurch, ziehe beide Fäden einmal durch und das reicht auch schon, dass sich da eigentlich nichts mehr löst. Also kein mühseliges Vernähen, denn wir haben am Anfang ja die Schlaufe durch die andere Schlaufe zugezogen und die Fäden einmal in die eine Richtung schon umhäkelt und das zweite ist dann einmal mit der Nadel circa eine halbe Maschenbreite nochmal in die andere Richtung oder darunter herziehen und dann reicht das auch schon. Kommen wir zur Runde 3. 3 steige Luftmaschen, wenden. Das seht ihr auch daran, dass jetzt hier ein Stäbchen nach links weggeht und wir jetzt dieses wieder verdoppeln werden. Daran könnt ihr euch orientieren, wenn ihr jetzt nicht wisst, habe ich jetzt schon die Richtung gewechselt oder nicht. Wenn dieses Stäbchen nach dieser Seite weggeht, dann müssen wir in die andere Seite die nächste Reihe häkeln.
Wir beginnen wieder mit einem Umschlag und stechen unten am Fuß, wo die Steigeluftmaschen rauskommen, wieder ein und häkeln ein zusätzliches Stäbchen in die gleiche Masche. Und nun wird jede dritte verdoppelt. Hier mache ich jetzt wieder eine geschlossene Reihe. Ich gehe um die Luftmasche herum und häkel ein Stäbchen. Umschlag, erstes Stäbchen, ein Stäbchen. Dann haben wir schon mal 2. Und jetzt kommt die dritte und das kann man sich daran merken, dass es das letzte Stäbchen der Zunahme ist und häkelt dort eine Zunahme hinein. Also 2 Stäbchen in dieses eine Stäbchen. Umschlag, ein Stäbchen um die Luftmasche, ein Stäbchen in das erste Stäbchen und 2 Stäbchen, da es die dritte Masche ist, und das letzte Stäbchen der Zunahme aus der Vorreihe. Dort häkeln wir dann 2 Stäbchen hinein. Noch einmal ein Stäbchen um die Luftmasche, ein Stäbchen in das erste Stäbchen der Zunahme, und da wir jetzt in die dritte Masche davon stechen und das letzte Stäbchen der Zunahme ist, kommt dort eine Zunahme hinein. Also immer in das letzte Stäbchen der Zunahme eine Zunahme machen. Dann habt ihr automatisch immer die dritte Masche. 1, 2 und die dritte ist wieder eine Zunahme. 1, 2 und die dritte und das letzte Stäbchen sind wieder eine Zunahme. Und so nun einmal rum. Am Ende der Reihe häkle ich noch mal ein Stäbchen um die Luftmasche, ein Stäbchen in das erste Stäbchen und das dritte wäre jetzt wieder die Zunahme und das ist ja direkt der Anfang. Also schließe ich hier in der zweiten Masche von unten angezählt mit einer Kettmasche die Runde. Und das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Für Reihe 4 wechsle ich wieder die Farbe. Ziehe die neue Farbe durch die alte, verkleinere die Schlaufe so ein bisschen, nehme die neue und häkel 3 Steigeluftmaschen. Nun wende ich jetzt wieder die Richtung. Hier geht ja das eine Stäbchen von der Zunahme nach links weg, also muss ich jetzt in die andere Richtung häkeln. Ich werde wieder die Fäden hinten an die Masche ranlegen und direkt am Fuß der Steigeluftmaschen einstechen und hinten die Fäden einmal mit umhäkeln und habe somit wieder die erste Zunahme geschaffen. In dieser Runde werden wieder Löcher gehäkelt. Da wir in Runde 4 sind, muss jetzt jede 4. Masche verdoppelt werden. Ich mache eine Luftmasche, lasse eine Masche frei und häkel in die zweite ein Stäbchen. Eine Luftmasche, lasse die nächste wieder frei und steche in die danach ein. Und das wäre ja dann die 4. Also kommen hier 2 Stäbchen hinein. Also Luftmasche ist die erste, Stäbchen die zweite, Luftmasche die dritte und das ist die 4. Die verdoppeln wir. Das gleiche wieder. Eine Luftmasche, eine freilassen, ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine freilassen und nun kommt die 4. Diese wird wieder mit 2 Stäbchen gehäkelt, also verdoppelt.
eine Luftmasche erste, eine Masche freilassen, danach ein Stäbchen zweite, eine Luftmasche, eine Masche freilassen, das wäre dann die dritte, und die nächste Masche ist die vierte und da kommen wieder 2 Stäbchen in die eine Masche hinein. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche freilassen und dann das nächste 2 Stäbchen. Und so im Wechsel nun die ganze Runde. Und am Ende der Runde müsstet ihr so auskommen, dass ihr eine Luftmasche und dann ein Stäbchen häkelt, eine Luftmasche, eine Masche freilasst und hier haben wir die Zunahmeform am Anfang. Da stechen wir wieder in die zweite Masche, von unten angezählt ein und schließen das Ganze mit einer Kettmasche. Dass sich das immer so leicht wölbt, liegt daran, dass wir das ja beim Häkeln ein bisschen verknuddeln. Da ich hier oben die Luftmasche immer rumhäkel, kann sich ja die Masche hin und her schieben. Daher gibt es immer so eine kleine Wölbung. Die Maschen reichen aber, und wenn ihr das Ganze hinlegt und von innen nach außen einmal so auseinander spannt, gehen die Maschen auch wieder an ihre Stelle zurück und das Ganze liegt glatt. Das war Runde 4. Kommen wir zur Runde 5. Nun kommt wieder eine geschlossene Runde. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen. Hier geht das Stäbchen zu dieser Seite weg, also wende ich in die andere Richtung einen Umschlag und direkt am Fuß, wo die Steigeluftmaschen rauskommen, ein zusätzliches Stäbchen und somit eine Zunahme direkt am Anfang häkeln. Wir befinden uns nun in Reihe 5, also wird hier jede 5. Masche verdoppelt. Ich häkel wieder ein Stäbchen um die Luftmasche, ein Stäbchen ins nächste Stäbchen, ein Stäbchen um die Luftmasche, ein Stäbchen ins erste Stäbchen und das sind nun schon mal 4. Das heißt, die 5. ist wieder hier das letzte Stäbchen der Zunahme und häkel dort 2 Stäbchen hinein. Wir haben hier also keinen Fehler, sondern sind richtig. 1, 2, 3, 4 und das 5. wird verdoppelt. Hier können wir auch nochmal einen Test machen. 1, 2, 3, 4 und das 5. ist das letzte Stäbchen der Zunahme und wird verdoppelt. Also brauchen wir hier auch nicht mitzählen, sondern häkeln einfach nur ein Stäbchen um die Luftmasche, ein Stäbchen ins Stäbchen, 1 um die Luftmasche, ein Stäbchen ins erste Stäbchen und das zweite und letzte davon wird dann verdoppelt. Und am Ende der Runde 1 ins Stäbchen, 1 um die Luftmasche, nochmal 1 in das erste Stäbchen, was noch frei ist, und das zweite ist dann schon unsere Verdopplung und dort schließen wir in der zweiten Masche von unten angezählt mit einer Kettmasche. Und das war Runde 5. Kommen wir zur Runde 6. Ich ziehe mir wieder die neue Farbe durch die alte hindurch, die alte Farbe zu,
verkleinere mir die Schlaufe, häkel 3 Steigeluftmaschen und wende. Hier geht nun das Stäbchen zur Seite weg, also bin ich von der Richtung her korrekt. Lege mir wieder die Fäden nach hinten vor die Masche, mache einen Umschlag und steche wieder am Fuß der Steigeluftmaschen ein und umhäkel damit gleichzeitig hinten die beiden Fäden. Nun kann ich diese abschneiden und dann den Faden einmal eine halbe Maschenbreite zur Seite durchfädeln und fertig. Nun kommen wir wieder zur Lochreihe. Ich mache eine Luftmasche, eine Masche freilassen und häkel ein Stäbchen. Dann sind wir bei 2 Maschen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen, in die nächste ein Stäbchen, dann sind wir schon bei 4. Da wir uns in der 6. Runde bewegen, machen wir eine Luftmasche, lassen eine Masche frei und in die nächste häkeln wir 2 Stäbchen hinein. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. wird verdoppelt. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. 2 Maschen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die danach ein Stäbchen. Dann sind wir schon bei 4 Maschen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die nächste dann, da es unsere 6. Masche ist, 2 Stäbchen hinein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Noch ein letztes Mal. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und 2 Stäbchen. Und so sollte es dann aussehen. Und so nun einmal rum. Und am Ende der Runde, nach dem letzten einzelnen Stäbchen, eine Luftmasche für die übrige Masche und dann schließen wir in der 2. Masche von unten angezählt in den Steigeluftmaschen der Vorreihe mit einer Kettmasche und haben somit unsere Runde 6 beendet. Und auch hier können wir dann die Fäden auf gleiche Höhe abschneiden. Gemeinsam in die Nadel einfädeln und ungefähr eine halbe Maschenbreite in irgendeine Richtung nochmal durchfädeln. Abschneiden und fertig. So, und wie ihr seht oder auch bemerkt, werden die Runden nun ziemlich lang, aber es bleibt immer derselbe Rhythmus. Eine offene Reihe mit Löchern, eine geschlossene. Der Anfang bleibt immer derselbe und die Richtung dann wechseln, was ihr daran seht, dass das Stäbchen der Verdopplung der Vorreihe immer in die andere Richtung zeigen muss. Und dann geht es einfach wieder los. 1 um die Luftmasche, 1 ins Stäbchen, 1 in die Luftmasche, 1 ins Stäbchen, 1 um die Luftmasche, 1 ins erste Stäbchen. Wir sind dann jetzt in Reihe 7 und hier muss dann jede 7. verdoppelt werden. Also alles leicht zu merken und überhaupt gar kein Hexenwerk.
Den Anfang kann man einmal mit überprüfen, also wir beginnen mit einer Verdoppelung, indem wir ein Stäbchen direkt am Fuß der Steigeluftmaschen hineinhäkeln. Dann kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und in das 7., was das letzte Stäbchen der Verdoppelung ist, kommt dann die Zunahme. Dann könnten wir noch einmal testen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier ist es das letzte Stäbchen auch wieder, um dann das 7. zu verdoppeln. Und so geht es jetzt Runde für Runde weiter, so groß wie ihr euer Tischdeckchen haben möchtet oder Untersetzer für eine Tasse, würde auch schön aussehen. 30 cm ungefähr Durchmesser für ein Platzdeckchen oder Tischset oder aber riesengroß für einen runden Tisch, wo das Ganze sogar schön runterhängen soll. Dieses Muster ist individuell anpassbar auf alle Größen. Und ich hoffe, euch macht das Ganze Spaß. Ich werde jetzt hier auch noch ein ganzes Stückchen weiter häkeln, bis es groß genug ist für eine kleine, hübsche Tischdecke. Und dann freue ich mich, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos. Glöckchen drücken, kein Video mehr verpassen. Und dann hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao.